Einfache Tabellen und Excel-Tabellen in OneNote nutzen, das kann ganz einfach sein. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In diesem Video zeige ich euch die grundlegenden Möglichkeiten von einfachen Tabellen und Excel-Tabellen, sodass ihr schnell mit denen zurechtkommt. Leider gibt es in OneNote einige merkwürdige, nervige Dinge, auf die ich heute aber nicht eingehe. Da gibt es ein extra Video dazu. Und wenn dich irgendetwas nervt an Tabellen in OneNote, dann schreib das doch bitte unten in die Kommentare, dann baue ich diese Dinge auch mit ein. Nun also zunächst zum Erstellen einfacher Tabellen. Ich würde immer so vorgehen, ich würde das Menü Einfügen nehmen, dort Tabelle, und da findet ihr sowohl einen Befehl zum Tabelle einfügen als auch die Möglichkeit, Excel-Tabellen einzufügen. Das ist dasselbe wie hier Kalkulationstabelle. Und ihr könnt direkt am Reißbrett sozusagen eine Tabelle auswählen. Und das ist wie in Word. Und insofern ist das eine gute Möglichkeit, dann auch in Word gut damit zurechtzukommen. Ich wähle jetzt einfach mal hier 3 Spalten und 2 Zeilen. Und dann gebe ich einfach ein Funktion bzw. Programm und dann schreibe ich hier Word und OneNote. Und jetzt möchte ich noch eine weitere Spalte und dafür habt ihr jetzt hier, ihr seid in der Tabelle, das Menü Tabelle. Wenn ihr außerhalb seid, gibt es das Menü nicht, aber wenn ihr in der Tabelle seid, dann gibt es das Menü. Und in diesem Menü habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, rechts einzufügen eine Spalte. Und ich bin gerade hier in der Spalte mit OneNote, also wird rechts davon eingefügt und dann kann ich zum Beispiel noch Excel eingeben. Und wenn ich jetzt weiterspringen will in die nächste Zeile, drücke ich einfach die Tabulator-Taste und dann schreibe ich hier das, worum es geht, zum Beispiel Tabellen erstellen. Und wenn ich weiterspringen will, wieder die Tabulator-Taste. Und wenn ich das in der letzten Zelle mache, dann komme ich einfach in eine neue Zeile. Und so könnt ihr durch Drücken der Tabulator-Taste einfach Zeile für Zeile anfügen. Und wenn ihr zwischendrin was braucht, sagen wir mal hier zwischen den beiden, dann klickt ihr in eine der beiden Zeilen und dann wählt ihr darüber oder darunter, in meinem Fall darunter einfügen. Wenn ihr merkt, ihr braucht die doch nicht mehr, dann habt ihr hier das Zeilenlöschen und es wirkt sich immer auf die Zeile oder auf die Spalte aus, die ihr gerade ausgewählt habt. Und dasselbe habt ihr hier auch mit dem Auswählen. Was immer wieder vorkommt, ist, dass man eher so eine tabularische Auflistung haben möchte. Und Tabellen gehen ja in OneNote nicht, beziehungsweise ich habe schon ein Video dazu gemacht, einen Quick-Tipp, wie ihr das doch hinkriegen könnt. Könnt ihr mal reinschauen. Wenn ihr eine Tabelle nehmt und ihr wollt, dass es aber nicht wie eine Tabelle aussieht, dann ist eine Möglichkeit, dass ihr die Tabelle markiert und dann die Rahmen ausblendet. Und dann sieht das eben nicht mehr wie eine Tabelle aus, hat aber trotzdem die entsprechende Aufteilung. Ich mache das mal rückgängig. Dann ist eine sehr schöne Möglichkeit das Sortieren. Ich füge dazu mal eine etwas größere Tabelle ein. Auch das funktioniert wieder immer in der Spalte bzw. in der Zeile, in der ihr gerade seid. Das heißt also, hier habt ihr Sortieren. Ich bin in der Spalte mit OneNote. Und wenn ich jetzt auf Sortieren und Aufsteigend, Absteigend gehe, dann wird nach dieser Spalte sortiert. Ich nehme Absteigend, dann seht ihr das auch, dann wird hier entsprechend sortiert. Wichtig dafür ist, dass das Häkchen Überschriftenzeile ausgewählt ist, sonst sortiert ihr die erste Zeile mit. Oder wenn ihr die erste Zeile mitsortieren wollt, dann müsst ihr das Häkchen rausnehmen. Wenn ihr dann feststellt, dass das mit der Tabelle soweit gut funktioniert, aber ihr wollt irgendetwas einbauen, wofür ihr eine Excel-Tabelle braucht, dann könnt ihr die Tabelle jetzt, nachdem ihr sie schon so erstellt habt, relativ leicht in eine Excel-Tabelle konvertieren. Ihr klickt auf in Excel-Tabelle konvertieren, dann dauert es ein bisschen, die Tabelle wird entfernt, es wird eine Excel-Tabelle aufgemacht, da wird es reinkopiert und dann wird das Ganze wieder geschlossen und hier angezeigt. Und ihr könnt jetzt das bearbeiten, indem ihr einfach diese Excel-Tabelle hier bearbeitet. Dann geht eine Excel-Tabelle auf und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, dann seht ihr, hier habt ihr ein paar Spalten zu viel. Hier sind die jetzt auch mit markiert und ein paar Zeilen. Und die bekommt ihr zum Beispiel weg, indem ihr diese Spalten markiert und dann ausblendet. Jetzt schließt ihr die Excel-Tabelle wieder. Da werdet ihr gefragt, ob ihr speichern wollt. Also es ist keine automatische Speicherung, so wie ihr das in OneNote sonst gewöhnt seid.
Und dadurch, dass ihr die Spalten ausgeblendet habt, sind die jetzt weg und dasselbe könnte man mit den Zeilen machen. Wenn ihr die Gitternetzlinien nicht haben wollt, dann müsst ihr auch wieder in die Bearbeitung der Excel-Tabelle gehen und dann findet ihr unter Datei Optionen, Erweitert, müsst ihr relativ weit nach unten blättern, da heißt es Optionen für dieses Arbeitsblatt anzeigen und da steht hier Gitternetzlinien einblenden. Wenn ihr das rausnehmt, mit OK bestätigt, dann seht ihr in der Excel-Tabelle die Gitternetzlinien nicht mehr. Wenn ihr dann die Excel-Tabelle schließt und speichert, dann seht ihr sie auch hier in OneNote nicht mehr. Wichtig ist, die Excel-Tabelle innerhalb von OneNote ist ein Bild. Das erkennt ihr, wenn ihr mal einen Rechtsklick drauf macht und dann mal hier schaut. Da gibt es zum Beispiel so einen Befehl wie Bild als Hintergrund festlegen oder auch drehen. Man könnte also diese Excel-Tabelle hier drehen. Aber das hat ein paar Effekte, die das mit sich bringt, die nicht ganz ideal sind. Und da gehe ich dann auch in einem gesonderten Video drauf ein, wo es eben um diese nervigen und merkwürdigen Dinge geht. Da gehört zum Beispiel auch dazu, falls ihr das schon mal probiert habt, wenn ihr etwas kopiert und das einfügen wollt, dass das dann nicht einfach so schön auf die Zellen verteilt wird. Wenn ihr aus der Excel-Tabelle wieder eine einfache Tabelle machen wollt, dann geht ihr hier auf Bearbeiten. Wählt die Zellen aus, die ihr wieder als normale Tabelle wollt, kopiert die. Und jetzt ist wichtig, ihr dürft die Excel-Tabelle nicht schließen. Wenn ihr die Excel-Tabelle nämlich schließt und dann einfügt, dann passiert das hier. Wenn ihr die Excel-Tabelle offen lasst, also markieren, kopieren, Excel-Tabelle bleibt offen, ihr geht in OneNote und fügt hier ein, dann habt ihr wieder eine ganz normale Tabelle und dann könnt ihr danach die Excel-Tabelle schließen und könnt sie hier rauslöschen und dann habt ihr die Tabelle wieder als eine normale Tabelle. Also Excel-Tabelle offen lassen, bevor ihr in OneNote einfügt, dann klappt das. Wenn dich das Video weiterbringt, dann hinterlass mir doch gerne einen Daumen hoch und wenn es Sachen gibt, die dich in OneNote-Tabellen nerven, dann schreib mir die unten in die Kommentare. Ich nehme das gerne in ein Video auf, wo ich mal mehr über so Merkwürdigkeiten und nervige Dinge in OneNote-Tabellen berichte. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao, euer Arno.